understand how the people were so desperate to pick this man, you know, this unbelievable narcissist who could change the face of our world if we let him. And the only thing that will save us. In einem atemberaubenden Moment, der das Live-Publikum fassungslos machte und die sozialen Medien in Flammen aufgehen ließ, trat Musikikone Cher auf die Bühne und ließ eine glühende Wahrheitsbombe über Eric und Donald Trump Jr. fallen. Und lassen Sie uns einfach sagen, Donald Trump hat es nicht gut aufgenommen. Und nun, lassen Sie uns genau aufschlüsseln, was passiert ist und warum Trumps Reaktion selbst seine engsten Verbündeten schockiert hat. I have to tell you something. If someone said that my daughter was a hot piece of ass, I would put my fist through his face. Someone who would bring down the country because he doesn't win does not deserve anything, deserves nothing. He deserves nothing. He does not deserve any kind of respect, loyalty. I don't think he has two moral fibers to Finden Sie, dass Cher zu weit gegangen ist? 1. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat. Oder 0. Wenn sie die Grenze überschritten hat. Kann man es ihr verübeln? Sie hatte Benzin, einen Flammenwerfer und eine Diskokugel dabei. Es handelte sich nicht um eine sanfte Prominentenansage oder eine dieser verwässerten Instagram-Bemerkungen mit einem Friedenszeichen-Emoji, mit denen sie Donald Trump kritisierte. Das war nicht der Fall, sondern das sprachliche Äquivalent eines militärischen Angriffs, der mit Eyeliner und Pailletten verziert war. Die Diva war nicht gekommen, um ihre Gedanken mit leiser Stimme zu äußern. Mit der Eleganz von jemandem, der schon alle möglichen Typen gesehen hat und einen Schwindler sofort erkennt, wenn er spricht, kam sie, um das gesamte Narrativ zu zerstören, das über Trump konstruiert wurde. The people he will bring with him will put an end to any hope that women have of getting the rights that we had in Roe versus Wade. I believe they will put an end to any gay marriage. They will put an end to gay adoption. It's not going to hurt me. I'm 70. It's not going to do anything to me. It's going to do stuff to young people. And that really scares me and it really bothers me. Nehmen wir einmal an, Cher hätte Trumps Ego nicht einfach wie einen Ballon platzen lassen. Sie hat ihn in ein Kaktusbeet gefeuert, nachdem sie ihn dabei über einen Zottelteppich geschleift hat. Das war auf keinen Fall eine Röstung. Wann fand dieser öffentliche Exorzismus all dessen statt? Was Trump zum Schutzpatron der Egomanie macht. Und was war das Timing dafür? Zweifellos perfekt. Cher blickte auf die Verwüstung, die die öffentlichen Ausbrüche des Mannes anrichteten, und schlug vor, lass mich Gesang hinzufügen. Der Mann ist völlig außer Kontrolle geraten. Intellectually retarded, you're morally reprehensible, vulgar, insensitive, selfish, stupid, you have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Die Halsschlagader war das Ziel ihres direkten Angriffs. Es ist nicht nur, dass er ein Narzisst ist. Er ist eine Bedrohung für die Existenz, die in einen billigen Anzug gekleidet ist. Dieser Satz war so eindringlich, dass er wahrscheinlich in den falschen Marmorfluren des Trump Tower widerhallte. Die Bedrohung der Existenz, getarnt als preiswertes Outfit. Es gibt keinen Präsidenten. Einer, dem es an Visionen fehlt. An Thanksgiving konnte nicht einmal ein falscher Onkel gefunden werden. Nur ein wandelndes Dilemma in Manschettenknöpfen, die in einem Geschenkeladen gekauft wurden, der mit einem Casino verbunden ist. Fürs Protokoll, Cher machte deutlich, dass wir es nicht nur mit Eitelkeit zu tun haben, sondern mit einer waffenfähigen Täuschung. I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Cher, what was your reaction when you heard him say that? Oh, come on. And he says those letters like a child that's just learning the alphabet and then pokes his finger in the air for Q. I mean, he's the most disingenuous man I've ever... Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie es bitte. Stellen Sie sich eine Intervention von Prominenten vor. Aber anstelle von Therapeuten und schluchzenden Familien gibt es nur eine legendäre Sängerin, die allein mit einem Mikrofon und einem Ziel dasteht. Sie hat ihn nicht für sein schlechtes politisches Verhalten kritisiert. Ein jahrzehntelanger Betrugsfall wurde von ihr aufgedeckt. Und das Aufregendste daran, sie hat es mit einer kaum hörbaren Lautstärkeerhöhung geschafft. Das ist die Macht. Wenn eine Frau,
die Sonny Bono überlebt hat, dich warnt, dass jemand gefährlich ist. Dann hörst du auf das, was sie zu sagen hat. He is a candidate. He is so dangerous, and what he brings to my country, what he's awakened in my country, is bigotry and distrust and a certain kind of supremacy in certain groups, and he lies. He tells something, and then you go back and you see what he said, and it seems like the truth both times. He's so terrific at lying. I've never seen anybody so good. Mit chirurgischer Präzision wies Cher auf den Personenkult hin, der Donald Trump umgibt. Ihrer Meinung nach ist der Mann, der sich als Retter des Volkes darstellt, nichts weiter als ein Betrüger, der dem Ruhm verfallen ist und sich als König ausgibt. Und um die Wahrheit zu sagen, sie hat nicht Unrecht. Es ist nicht Trump, der führt. Er hat für ein Amt kandidiert. Er ist kein Problemlöser. Es ist ein Aufschrei. Sind Sie Cher? Sie hat ihm gerade den Spiegel vorgehalten, den er in den letzten 77 Jahren gemieden hat. Was wirklich lustig ist, dass Cher überhaupt nicht verärgert war. Sie war unzufrieden mit dem Ergebnis. Aber das hier tut viel mehr weh. Es war, als würde die Popkönigin der Vereinigten Staaten von Amerika eine Rede an die Nation halten, in der sie darlegt, wie tief sie gesunken ist. Und Trump als Paradebeispiel dafür benutzt. Was passiert, wenn Eitelkeit mit Führung verwechselt wird? Dies war keine Tirade über eine berühmte Person. Ein roter Alarm, ein Kriegsschrei einer Diva und die ultimative Abreibung, nach der sich Trump sehnt, seit er die goldene Rolltreppe hinuntergefahren ist. All das war es für Trump. Chers Kritik an Donald Trump beschränkte sich nicht darauf. Als er in Mar-a-Lago war, zerrte sie ihn über jede einzelne vergoldete Toilette und dann wieder zurück. Eigentlich sollte es eine lustige Verhöhnung werden, aber sie entwickelte sich schnell zu einem regelrechten Exorzismus der Prominenz. Seien wir ehrlich, wenn es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der Trumps Vorliebe für spektakuläre Auftritte und besondere Beleuchtung erreichen kann, dann ist es Cher. Andererseits braucht sie im Gegensatz zu Trump keinen Teleprompter, um eine verbale Enthauptung durchzuführen. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. Well, you know, I have to admit that I appreciate your directness, Donald. and I will try and be as direct and honest with you as I possibly can be. I am positive that you are the most unattractive man I have ever met in my entire life. You know, in the short time we've been together, you have demonstrated every loathsome characteristic of the male personality and even discovered a few... Erstens zerstörte Cher die Vorstellung, dass Donald Trump eine Art wohlhabender, goldener Gott der Immobilienbranche ist. Ihr zufolge scheint er der Gipfel des Pinterest-Versagens zu sein. Nach außen hin glänzt alles, aber im Inneren ist er ein totales Wrack. Das ist derjenige, der behauptet, er sei ein Self-Made Man, während er gleichzeitig ein 0-Cent-Startpaket im Wert von $400 Millionen von Daddy Fred in den Händen hält. Auch wenn sie es nicht laut aussprach, war die Andeutung ziemlich offensichtlich. Wäre Donald Trump in einen normalen Haushalt hineingeboren worden, wäre er derjenige gewesen, der vor einem Einkaufszentrum in New Jersey aggressiv gebrauchte Parfümproben verkauft hätte. Danach ging sie auf die am meisten verehrten Trump-Bräuche ein, nämlich die Familienmarke. Da ist zunächst Ivanka, die der Meinung zu sein scheint, Feminismus zeichne sich dadurch aus, dass man neben Fabriken und Schuhen stehe und Girlboss-Zitate verbreite, während ihr Vater reproduktive Rechte abbaue, als handele es sich um einen Ausverkauf. Ivankas Zusammenarbeit war nicht das Einzige, was Cher kritisierte. Was sie tat, war im Grunde alles in einen Mixer zu werfen, etwas Glitzer hinzuzufügen und es dann wie ein Parfait aus einem Müllfeuer über das gesamte Trump-Erbe zu schütten. Und dann, gerade als man dachte, es könne nicht mehr viel wilder werden, schaltete sich Don Jr. in das Gespräch ein. Cher Energie legt nahe, dass Don Jr. das Ergebnis von Kokain ist, das durch die Nutzung des Internets einen Twitter-Account erstellt hat. In dem Bemühen, einen guten Eindruck auf seinen Vater zu machen, verwandelte er sich praktisch in einen Wackelkopf mit roter Mütze und einem Wi-Fi-Anschluss. And we are back with Donald Trump, and joining us, his wife Melania, sons Donald Jr., his daughter Kai has just jumped on the stage as well. She's 8 years old. Eric is with us, daughters Tiffany and Ivanka.
welcome. It's great to have the whole family together like this. Thanks so much. Ivanka, I got to start off with you. Congratulations on your baby. How's everything going? Thank you. Everything's going incredibly well. So Theodore is 2 weeks old as of. Like on paper, he looks so good. You know, he was brought up rich. He had a good education. He's got all these young chicks. I don't know how young, but he's got all these young chicks, and he just keeps trading them in on younger chicks, and he's got all this money, and he's famous, and still he's such a. Die Erfahrung, ihn online wütend zu sehen, ist so, als würde man eine schlecht funktionierende Animatronic aus einem Chuck E. Cheese mit einem Mager-Thema zu sehen, die kaputt gegangen ist. Es war nicht nötig, dass Cher dies näher erläutert. Dies war eine sehr offensichtliche Aussage. Wenn Sie versuchen, eine Persönlichkeit herunterzuladen, aber stattdessen einen Virus erhalten, ist es dieser Mann, den Sie erleben. Auch Melania hat es nicht geschafft, zu fliehen. Cher parodierte die Vorstellung, dass Melania eine traurige Figur ist, die missverstanden wird, nachdem sie in den Strudel des Falles gerät. Eine solche Hypothese wurde von Cher wie ein schaler Joghurt betrachtet. Die ehemalige First Lady beobachtete die Situation nicht nur. Sie lächelte, posierte und warf ab und zu einen Be Best Spruch in die Runde, als wäre es Konfetti auf der Geburtstagsparty eines Diktators. Sie war eine sehr aktive Teilnehmerin der Veranstaltung. Cher war sofort in der Lage, diese künstliche Gelassenheit zu durchschauen. Ihrer Energie zufolge bestand Melanias wichtigster Dienst an der Nation darin, uns daran zu erinnern, dass es möglich ist, 4 Jahre öffentlicher Demütigung zu ertragen, indem man nur langsam blinzelt und so tut, als würde man kein Englisch hören. Andererseits war dies nicht nur eine persönliche Angelegenheit. Cher gab ein politisches Statement ab. Sie demontierte die gesamte Trump-Administration, als wäre es die letzte Rosenverleihung in einer erfolglosen Reality-Show. Das ist das zentrale Paradoxon, das sie auf den Punkt gebracht hat. Hier war ein Mann, der versuchte, sich den arbeitenden Menschen als Retter zu verkaufen, während er gleichzeitig goldene Fahrstühle für sein persönliches Ego baute. Der Sumpf wurde durch Trump nicht trockengelegt. Ultimate Christmas wish. Do you have one? Yeah, I do. I hope the Republicans disappear. Well, you've actually said that Donald Trump gave you an ulcer the last time he was in power. Why is that? He almost did. I'm not kidding you. He almost did. But I mean, if anyone could give you an ulcer, it's him. Why? What is it about him that drives you nuts? Everything. How long do you have? I think about 4 minutes. Okay, well, just keep thinking afterwards for about 24 hours. Mit gebrandmarkten Steakmessern und einem Golfplatz verwandelte er sie in eine Gemeinschaft, die durch verschlossene Tore bewacht wurde. Sie machte darauf aufmerksam, dass Trump auf Rassismus setzt, der als Patriotismus getarnt ist, und dass er jeden öffentlichen Auftritt in einen Wutanfall im Fernsehen verwandelt, der von Nationalismus und Sorgen um die Vaterschaft geprägt ist. Cher hat uns auf die Art und Weise aufmerksam gemacht, wie Trump die Nostalgie als Waffe einsetzt. Eine Art von Gefühl, das nur auf Menschen zutrifft, die die Rassentrennung vermissen und Kohle für ein Persönlichkeitsmerkmal halten. Darüber hinaus sollte man den Sexismus nicht übersehen. Cher behauptet, Trump behandle Frauen, als wären sie Requisiten in seiner nicht enden wollenden Wahnvorstellung. Es ging ihr nicht nur um seine Politik, als sie behauptete, er sei gefährlich. Die Frage war, ob er das Lächerliche als normal erscheinen lassen kann oder nicht. An einem Tag freundet er sich mit Tyrannen an. Und am nächsten Tag schreibt er Wortsalate in Großbuchstaben darüber, dass Windmühlen Krebs verursachen. Cher sprach im Wesentlichen aus, was viele Menschen bereits wussten. Trump ist nicht an Politik interessiert. Schreckliche Bräune und ein Übermaß an Bandbreite kennzeichnen ihn als Algorithmus. Shaw machte darauf aufmerksam, dass Trump einen kulturellen Rückstand hinterlassen hat, der dazu führt, dass Menschen davon ausgehen, dass kritisches Denken nicht erforderlich ist und dass das Ausrufen von Fake News zuweilen eine gültige Reaktion ist. Gefühle waren das Einzige, was während Trumps Amtszeit zählte. Außerdem war die einzige Empfindung, die von Bedeutung war, seine. I never judge someone by their politics. So for me, it's not a litmus test. So I would expect that back from you. So I have friends across the ideological spectrum, and I view conversations with those who disagree with me as like an opportunity to learn. I may not agree with them. I may partially agree with them, but I view that as, I feel like that makes you like a full human being when you have people in your life who disagree. And, politics for most people,
Sie machte sich über die Heuchelei lustig. Sie, B, darüber, wie ein Mann, der eine Toilette aus Gold hat, Millionen von Menschen davon überzeugen kann, dass er genau wie sie ist. Sollte Donald Trump jemals einen Walmart besuchen, so machte Cher deutlich, dass er dies entweder nur für einen Fototermin tun würde oder weil seinem Golfwagen auf dem Parkplatz das Benzin ausgegangen ist. Der wahre Schmerz kam an diesem Punkt. Cher besaß die Dreistigkeit, ihn als abstoßend zu bezeichnen. Und zwar nicht im Sinne seiner körperlichen Erscheinung, obwohl er, seien wir ehrlich, das Aussehen eines Cartoon-Bösewichts hat, der von einem wirklich erschöpften Animator geschaffen wurde, sondern in Bezug auf seinen Geist. Das Thema war jedoch nicht auf Trump selbst beschränkt. Die Geschichte handelte von der Dynastie, die er mit Hilfe von Wahnvorstellungen, Vetternwirtschaft und Reality-TV-Wiederholungen zu errichten suchte. Der gesamte Trump-Orbit wurde von Cher in die Luft gesprengt. Jared, Eric und die gesamte Gruppe der lausigen Betrüger sind alle dabei. Es handelt sich keineswegs um eine politische Familie. Es ist ein Wanderzirkus, in dem jeder Clown glaubt, dass er der Zirkusdirektor ist. Konkret analysierte sie sein Bestreben, bewundert zu werden. Ein Gentleman, der das Bedürfnis hat, seine Mahlzeit mit stehenden Ovationen zu beenden. Wenn es darum geht, die Welt zu verändern, strebt er nicht nach Macht. Um Dinge sagen zu können wie, seht euch an, wie viele Leute applaudiert haben. Als ich sagte, dass der Himmel blau ist, wünscht er sich Autorität. Dies ist die von Cher beschriebene Zerstörung der Generationen. Die Agenda der Trumpisten ist keine vorübergehende Modeerscheinung. Der Ego-Trip, der die Hälfte des Landes zu widerwilligen Statisten in seiner dystopischen Reality-Show gemacht hat, ist ein metastasierender Ego-Trip. No one will fight harder than my father for all of you. There is no more resilient man in the world than Donald Trump. Every time they tried to take him out, every time they said he was finished and we're moving on, he came back. Bigger, better, stronger than ever. Sie hat nicht einfach mit dem Finger auf ihn gezeigt. Es schien, als würde sie das gesamte System ansprechen, das ihm zu seinem Erfolg verholfen hat. Es gibt Politiker, die ängstlich sind. Es gibt Medien, die ihn behandeln, als sei er ein Quotenbringer und keine Bedrohung. Und es gibt Anhänger, die große Zahlen mit Visionen verwechseln. Sie lachte über seine Unwahrheiten, nicht weil sie lustig waren, sondern weil sie so unglaublich offensichtlich waren, dass es unerträglich war, sie zu sehen. So wie die meisten Menschen atmen, lügt auch Trump. Er lügt selbst dann, wenn die Wahrheit für ihn von Vorteil sein könnte. Auf die Frage nach seinem Verhältnis zu Fakten bezeichnete Cher es als bestenfalls allergisch. Während des Frühstücks erzählt er eine Lüge, während des Mittagessens eine weitere, und während des Abendessens widerlegt er diese beiden Lügen mit einer neuen Verschwörungstheorie. Die Wirkung von Chers Widerlegung war keineswegs auf die Worte beschränkt. Der Vortrag war das Problem. Jede einzelne Zeile vermittelte den Eindruck, als sei sie in einem Vulkan aus Sarkasmus entstanden und dann in ein Fass mit antiken Schatten getaucht worden. Und was ist der aufregendste Teil? Sowohl das Ablesen von Stichwortzetteln als auch das Abspulen von einstudierten Redewendungen waren nicht ihre Sache. Fox News hat versucht, den Schaden zu beheben. Aber das war ungefähr so erfolgreich wie der Versuch, ein nasses Streichholz in einem Hurrikan zu verteidigen. Sie betrachteten sie als unnahbare Berühmtheit, weil man ihrer Meinung nach mit dem Gewinn eines Grammys die Fähigkeit verliert, die Korruption der Regierung zu kritisieren. Cher schien jedoch nicht beunruhigt zu sein. Die Tatsache, dass sie Perlen in der Hand hielten, machte sie sogar noch zuversichtlicher. Wenn es dem Präsidenten egal ist, ob man lebt oder stirbt, ist das eine ziemlich harte Pille, die man schlucken muss. Denn man sitzt da und fragt sich, warum hilft mir niemand? Ich habe 14 Präsidenten erlebt und hätte nie gedacht, dass es einen Präsidenten geben würde, der sich nicht kümmert, der Amerika nicht einmal mag. Ich musste herkommen und die bolschewistischen Schauprozesse selbst miterleben. Was sich hier abspielt, ist eine absolute Farce. Und jeder in Amerika sollte sich für diesen absoluten Justizirrtum schämen, den wir hier erleben. Ihre Aufmerksamkeit wurde wieder auf das zentrale Thema gelenkt. Trump hatte keine Lust, das Ruder zu übernehmen. Sein Wunsch war es, wahrgenommen zu werden. Er ist keineswegs zufällig in das Amt des Präsidenten gelangt. Die nuklearen Abschusscodes wurden ausgelöst, als er über sein eigenes Ego stolperte und in sie hineinfiel. Er wollte vor allem die Aufmerksamkeit, die Bestätigung und die Menge. All die anderen Dinge waren nur Requisiten. Wenn es um den Einsatz ging, war Cher auch nicht zimperlich. Als jemand,
dessen Geschichtskenntnisse mit der Anzahl der Statuen beginnen und enden, die er von sich selbst in Auftrag geben kann, warnte sie. Dass Trumps Rückkehr an die Macht oder einfach sein anhaltender Einfluss jahrzehntelange Errungenschaften zunichte machen könnte. Darunter Frauenrechte, LGBTQ-Rechte und das Wahlrecht. All diese Rechte werden von einem Mann angegriffen, der eine begrenzte Sicht auf die Geschichte hat, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zukunft hat sie dies zu einer persönlichen Erfahrung gemacht. Sie hat erklärt, dass es ihr nicht schaden wird. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Lasst euch nicht betäuben. Das ist ihre Botschaft. Verhindert, dass das Chaos zur Norm wird. Es ist zwingend notwendig, dass Orange nicht als politische Strategie eingesetzt wird. Und als ob das noch nicht genug wäre, beendete sie ihre Rede mit dem ultimativen Satz, dass die Macht des Volkes größer ist als die Macht der Bastarde in Washington. Die Worte kamen aus ihrem Mund mit der Schärfe von jemandem, der miterlebt hatte, wie diese Nation mit dem Faschismus flirtete und entschlossen war, dass dies unter ihrer Aufsicht nicht geschehen würde. Mein Leben war eine einzige Achterbahnfahrt und das Einzige, was ich nie getan habe, ist, dass ich nie aufgegeben habe. Ich gebe niemals auf. Und ich spreche zu den Frauen. Ich spreche zu den Frauen. Okay? Ihr seid auf euch allein gestellt. Wir waren am Boden, aber wir bemühen uns weiter. Wir machen weiter. Wir bauen weiter auf und wir sind jemand. Sie ist eine radikale Kriegsfanatikerin. Lassen wir sie mit einem Gewehr dastehen, das mit 9 Läufen auf sie schießt. Mal sehen, wie sie das findet. Du weißt schon, wenn die Gewehre auf ihr Gesicht gerichtet sind. Denn es ging ja nicht nur um Trump. Im Grunde genommen ging es um alles, wofür er steht. Die Bevorzugung, die Unwahrheiten, das Schüren von Ängsten, das Veröffentlichen von wütenden Botschaften spät in der Nacht und die schwache Männlichkeit, die mit einer übermäßigen Menge Bronzer überdeckt wird. Das Ganze wurde von Cher mit der Genauigkeit einer Diva in Stücke gerissen, die jede erfolglose Rückholaktion miterlebt hat und weiß, wie die Situation endet. Wann hat das ein Ende? In den sozialen Medien zeigt Trump derzeit einen weiteren Ausbruch. Es braucht nur heftig genug zu klatschen, damit es nachhallt. Wenn Sie also immer noch neugierig sind, ob Cher für die Zerstörung von Trump verantwortlich war, lassen Sie es uns so sagen. Derjenige, der behauptet, er verliere nie, wurde soeben von einer Frau, die immer gewinnt, vollständig und total zerstört. Außerdem wissen Sie, dass er jedes Wort gespürt hat, auch wenn es tief in den schrillen, vergoldeten Höhlen seines Egos vergraben war. Spricht Cher nur aus, was viele denken, oder hat sie eine gefährliche Grenze überschritten, indem sie Trumps Söhne so öffentlich angegriffen hat? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Sind Sie auf der Seite von Cher? Oder ist sie zu weit gegangen? Wenn Ihnen dieser Einblick gefallen hat, geben Sie uns ein Like und vergessen Sie nicht, sich für weitere atemberaubende Promi-Duelle und politische Dramen anzumelden.